Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian und wir zeigen euch heute 5 Wege, um eine defekte Fliese rauszutrennen, um sie zu ersetzen. Und ob das wirklich mit einem Heißluftföhn funktioniert, das siehst du am Ende. Stell dir Folgendes vor, du hast irgendwo eine Fliese und die hat eine Macke und die muss jetzt raus, um sie eben zu ersetzen. Das heißt, die Fliese muss raus, die Fuge muss raus und auch der Mörtel muss raus. Und wie macht man das denn eigentlich? Weg Nummer 1 ist im Grunde das hier oder ähnliche Werkzeuge. Und glaubt mir, ich habe das schon ausprobiert. Ich habe das wirklich schon gemacht und zwar nicht damit, sondern ich habe einen Schraubendreher genommen und zwar Schlitz und habe damit die Fuge so nach und nach rausgefummelt. Das war nicht schön und gemacht und gemacht und gemacht und dann, als ich damit fertig war, habe ich dann das hier genommen, natürlich nicht mit der Hand, sondern mit dem Hammer und habe das dann nach und nach rausgetrennt und habe das in die Fliese rausgeholt, um dann wieder sauber eine neue Fliese einzusetzen. Das funktioniert, ohne Frage. Auch damit könntest du es machen, damit wirst du natürlich das hier rund und also da hast du keine Ecke mehr, das wirst du rund feilen, wenn du das rausziehst oder machst und tust, das machst du hinterher auf jeden Fall kaputt oder dabei auf jeden Fall kaputt. Mit dem Meißel hier funktioniert natürlich super, aber wichtig, immer erst die Fuge raustrennen. Ansonsten ist es so, dass du Druck ausübst, gegebenenfalls auf die Fliesen danach und dann hast du das Problem, dass 1, 2, 3 Fliesen abballern, ja, oder wegfallen oder was auch immer. Das willst du nicht. Ganz, ganz wichtig, immer erst die Fuge raustrennen und zwar auch ordentlich und nimm dir dabei lieber Zeit, das zu machen, anstatt das eben nicht zu machen. Dann hast du Variante Nummer 1, hier raus und dann funktioniert das Ganze schon. Ist das schön? Macht das Spaß? Nein. Kommen wir zur Variante Nummer 2. Und Variante Nummer 2 fängt langsam schon an Spaß zu machen, denn das Lästige an einer Fliese, an das Raustrennen, ist meistens eher die Fuge als die Fliese selber. Und wie kannst du die Fuge wirklich in Sekunden rausholen? Ganz einfach, also den Mörtel aus der Fuge, darum geht es ja eigentlich, mit so etwas, mit einem Multicutter und mit genau so einem Blatt. Und übrigens, falls du genau wissen möchtest, welches Blatt das ist, wie das heißt und so weiter, unten in der Videobeschreibung findest du das Ganze natürlich verlinkt, da siehst du auch den Preis davon. Das ist nämlich, kostet gar nicht viel und dann kannst du Folgendes machen. Ich mache es für euch einmal an. Ja, dann vibriert das nur ein ganz bisschen hin und her. Du kannst aber, und das ist wirklich schön, du kannst damit auf die Fuge gehen. Wir blenden das hier auch mal ein, gehst da ganz entspannt lang und es entsteht auch kein riesengroßer Staub, es rieselt eher ein bisschen runter und so kannst du es wirklich, wirklich, wirklich gut dann raustrennen. Das ist eine tolle Sache, funktioniert und danach sind zumindest die Fugen raus. Und was machst du dann? Ja, wenn du nichts anderes hast, dann fängst du wieder an mit deinem Meißel und deinem Hammer und trennst das halt raus. Ja? Und das ist Möglichkeit Nummer 2. Wenn du es dir nicht ganz so schön und nicht ganz so elegant machen möchtest und so etwas nicht hast, dann kannst du es natürlich auch, also die Fuge wiederum rauslösen, hiermit. Ja? Dann nimmst du das Gerät hier. Das hier ist ein Steinblatt. Der große Vorteil von dem hier, also einerseits auch der Nachteil. Der Nachteil ist, du hast eine rotierende Bewegung und das heißt, also es wird quasi abgeschliffen. Also das heißt, eine Fuge wird rausgeschliffen. Dadurch entsteht enorm viel Staub. Wir haben hier aber eine Absaugung, die wirklich dafür sorgt, dass das Ganze abgesaugt wird. Und zwar eigentlich gar nicht so schlecht. Großes Problem ist, wenn du das hier an der Wand hast, kannst du ja, wenn du das überlegst, da siehst du fast gar nichts. Bist du wirklich am richtigen Strich, hast du eine sehr kleine Fuge, sag mal eine 2 mm Fuge, hiermit gar kein Problem. Das bekommst du hin, ohne die anliegende Fliese zu beschädigen, die du nicht raushaben willst. Mit dem hier ein Glücksspiel. Da schaust du mal so, könnte klein, könnte nicht sein. Na gut, jetzt hast du das fertig und was machst du dann? Dann nimmst du wieder deinen Meißel und dann klopfst du das wieder raus. Ja? Das war Möglichkeit Nummer 3. Möglichkeit Nummer 4 ist eigentlich, wenn man das so sieht, schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Nämlich Möglichkeit Nummer 4 ist Luxus pur und auch zu kombinieren mit den Möglichkeiten davor, nämlich also 1, 2 und 3. Als erstes nimmst du entweder hier das Gerät oder du nimmst irgendwas zum Rauskratzen oder nimmst so etwas. Optimalerweise ist aber wirklich, nimm ein Multitool wie das, was wir hier haben. Hier das schöne GOP 18V34, der neue. Gehst da rein, Fugen sind leer. Und danach nimmst du genau so etwas, nämlich einen kleinen Bohrhammer, aber mit einem Fliesenmeißel. Ja?
Ihr seht hier, das ist keine rotierende Bewegung mehr, sondern nur noch hier die Meißelbewegung. Und mit dieser Meißel, wie du siehst, der ist sagt man nicht sogar angekröpft, der ist auf jeden Fall, hat einen gewissen Bogen und der ist halt perfekt. Schaut mal hier, wenn ich jetzt hier so rüber gehe, ja, könnte ich hier perfekt jetzt Fliesen abtragen. Wenn der gerade wäre der Winkel ein bisschen zu steif. Und ich kann hier wirklich schön entlang gehen. Wenn ich jetzt ein bisschen anderen Winkel auch haben möchte, wenn ich sage, ich möchte jetzt noch schärfer dran gehen, kann ich das mir hier drehen, kann jetzt das wieder feststellen und dann kann ich, schaut mal hier, für euch. Dann kann ich so dicht hier über dem Boden entlang gehen. Das ist wirklich mega und macht richtig Spaß. Übrigens, welches Gerät habe ich hier? Den GBH 18V21. Und mit dem kannst du Folgendes machen. Du kannst die Fliese erst einmal vielleicht auch rausmeißeln, kurz damit ankicken und dann auch raushebeln. Oder das kannst du natürlich auch damit. Und dann kannst du aber den Mörtel unten drunter damit wunderbar entfernen. Wenn du jetzt das nicht sauber entfernen konntest, hast du noch folgende Möglichkeit, wenn wir jetzt hier vom Optimalen ausgehen, also du hast das Gerät und das hier, dann kannst du den Boden auch noch oder den Grund wunderschön putzen mit so einer Scheibe. Die ist genau dafür da, um Mörtel von der Wand oder vom Boden wieder abzutragen und dass du wirklich eine schöne, saubere Oberfläche hast, auf die du wieder raufarbeiten kannst. Und jetzt der Tipp aus dem Internet, also aus dem Internet. Das Internet ist für uns alle Neuland. Wir haben auch jetzt probiert, geht das Ganze mit dem Heißluftföhn, denn wir haben ein Video gesehen, dass es ganz spielengleich geht, wenn man so einen Heißluftföhn nimmt, eine Fliese rauszutrennen. Also haben wir die Fugen natürlich rausgeholt, um zu sehen, ja, weil ohne Fuge rausholen klappt es ja nicht. Ihr wisst jetzt hier, ja. So, Fuge ist raus. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben das Gerät genommen und haben die Fliese erhitzt. Erhitzt. Der Heißluftföhn geht hier auf entspannte 500 Grad, glaube ich. 400, ich habe vorhin, glaube ich, noch 500 gesehen. Wir blenden das mal ein, ob wir 500 oder 400 genommen haben. Auf jeden Fall, damit haben wir die Fliese erhitzt. Und haben gesagt, mal gucken, was passiert. Und haben es erhitzt. Das haben wir uns noch mehrmals ausprobiert. Und das Ergebnis war, wir wissen es nicht. Weil, wenn wir jetzt Folgendes gemacht haben, wir haben jetzt ein bisschen gehebelt, konnten wir die Fliese wirklich entfernen. Ja, das hat funktioniert. Die Frage ist nur, wäre sie nicht sowieso eigentlich auch abgefallen, weil wir haben hier 25, 30 Jahre alte Fliesen und Kleber. Ob das genauso gut funktioniert hat, weiß ich nicht. Also wir konnten auf jeden Fall nicht feststellen, dass wenn man das richtig erhitzt, dass jetzt die Fliese uns quasi schon entgegenkommt oder das ganz so weg dahin schmilzt, der Fliesenkleber unten drunter, oder die Fliese vielleicht zerspringt und das alles ganz super einfach ist. Nee. Also wenn du sicher sein möchtest, dass es wirklich funktioniert, dann nimm bitte die beiden Werkzeuge. Und wenn du diesen Tipp schon mal ausprobiert hast und wenn du gesagt hast, das funktioniert, schreib das gerne mal in die Kommentare, würde mich richtig interessieren. Und der Clou soll ja sein, dass du die Fliese abnehmen kannst quasi ohne jegliche Beschädigung. Und das konnten wir nicht rekonstruieren. Also man musste natürlich immer ein bisschen hebeln und dass bei ein bisschen Hebeln auch ein bisschen was kaputt gehen kann, ist ja wohl klar. Und man muss ja auch sagen, der Anwendungsfall ist jetzt nicht so häufig, dass eine Fliese wirklich hohl liegt und die du rausnehmen möchtest und dann wieder einsetzen. Wer weiß. Schreibt doch wirklich mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal gemacht habt. Wir konnten diesen Tipp nicht bestätigen. Dementsprechend leider heute doch nur 4 Tipps, eine Fliese rauszutun. Aber ich sage euch eins, wenn ihr es mit einem GOP, also mit genau so einer Scheibe macht, ist das wirklich ein Kinderspiel und du wirst zu 99,9% die umliegenden Fliesen nicht beschädigen und wirst damit deinen Spaß haben. Deine Erfahrung gerne in die Kommentare und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.